Gehen wir dann mal in die spannenden Details. Jürgen Klöckner ist jetzt bei mir von Politico Deutschland, politischer Reporter, und vor allem berichtest du meistens auch über die Grünen. Schön, dass du da bist, Jürgen. Hallo, freue mich. Ja, nun war das ja auch eine Art Paukenschlag gestern. Also die vier in der Macht stehenden Menschen bei den Grünen, die direkt sagen, also wir stimmen dem ganzen Projekt von Union und SPD auf gar keinen Fall zu. Aber was steckt da dahinter? Also ist das wirklich dieses Beleidigtsein noch nach den ganzen Verbalattacken im Wahlkampf, oder geht es da wirklich um die Sache? Die Grünen fühlen sich gedemütigt, denen geht es auch um die Inhalte. Ich bin erst mal entsetzt, in welche Lage sich Merz und die Union da überhaupt gebracht haben. Die müssen sich ja ein Stück weit jetzt von den Grünen auf der Nase rumtanzen lassen. Denn scheitert dieses Paket, scheitert dieses Finanzpaket, dann scheitert sehr wahrscheinlich auch die Koalition. Merz kann sich ja nicht zum Kanzler wählen lassen und die ganzen Finanzfragen ungeklärt lassen. Da würde er da weitermachen, wo die Ampelkoalition aufgehört hat. Und das endete bekanntlich in Neuwahlen. Also es würde wirklich ein Desaster enden, wenn die Grünen jetzt nicht zustimmen. Aber das heißt auch, du mutmaßt, dass man da bereit ist, sehr viel zu geben, sehr viel Kompromisse einzugehen? Von Seiten der Union sehr wahrscheinlich schon, denn es geht ja um alles. Auch die Grünen wissen, worum es geht. Es ist ja dieses Nein, das sie gestern so scharf formuliert haben, das hat sich ja heute schon wieder ein bisschen aufgelöst. Man hört von den Grünen, aber auch von der Union sehr viel Gesprächsbereitschaft, dass man da auch eventuell bereit ist, noch deutlich weitere Kompromisse einzugehen. Also es kann schon sein, dass die sich noch einigen. Aber das, was jetzt auf dem Spiel steht, ist wirklich das, was wir uns vor einer Woche noch gar nicht hätten vorstellen können. Naja, aber Sie haben ja schon in gewisser Weise auch einen Punkt, finde ich, mit der Kritik einfach zu sagen, liebe Leute, ihr habt in diesem Sondierungspapier eine ganze Liste von Wahlgeschenken an einzelne Gruppen. Das sind die Agrardiesel-Subventionen, das sind die Netzentgelte, die gesenkt werden, die Gastronomie. Also das kann man ja so weiterführen. Also haben Sie da nicht sogar einen Punkt, dass Sie sagen, warum sollten wir solchen Sondervermögen Ausnahmen von der Schuldenregel zustimmen, wenn ihr auf der anderen Seite überhaupt nicht bereit seid zu sparen? Ja, ist ja schon auch ironisch, dass die Grünen jetzt die Union zur finanzpolitischen Vernunft ermahnen müssen. Ja. Gestern haben sie ja sogar auf Wolfgang Schäuble rekurriert und sagten, er würde sich im Grab umdrehen, wenn er von den Plänen wüsste, was Merz da so vorhat. Also und die 1,5% sind ja auch ein Schritt in diese Richtung, dass man mehr aus dem Kernhaushalt noch für Verteidigung investiert. Und natürlich ist auch der Punkt richtig, dass von diesem riesigen Sondervermögen 500 Milliarden nichts in Investitionen gehen darf, die ohnehin aus dem Kernhaushalt finanziert werden müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich die Union auch darauf einlässt. Aber davon hätten die Grünen ja nichts. Also ist denn auch denkbar, dass die trotzdem sagen, das eine oder andere Wahlgeschenk für unsere Klientel, also in puncto, sage ich mal, Subventionen in Klimaschutzmaßnahmen oder so, das wollen wir auf der anderen Seite auch sehen? Das ganze Paket könnte auch noch teurer werden, weil die Grünen jetzt wirklich Forderungen stellen können. Klimaschutz ist davon eine Forderung. Kann mir aber nicht vorstellen, dass weder die Grünen noch die Union Interesse haben, dass dieses Paket noch größer wird. Denn die Verschuldung wird dadurch noch größer. Die Zinszahlungen werden dadurch noch größer. Auch das Risiko für den Euroraum wird dadurch noch größer. Also mehr Schulden heißt ja nicht gleich besser. Und das wissen die Grünen, das weiß auch die Union. Nun schwebt ja aber trotzdem auch über all dem, also selbst wenn wir jetzt mal von dem, sagen wir, besten Fall ausgehen, dass man sich noch einigt, die Koalitionäre in Spe mit den Grünen, hängt ja das Damoklesschwert darüber, dass auch noch Klagen eingereicht worden sind beim Bundesverfassungsgericht von einerseits der AfD, aber eben auch der Linken. Was passiert denn, wenn jetzt wirklich dieser alte Bundestag in der Form überhaupt nicht mehr als zustimmungsfähig erklärt wird? Dann liegt Merz' Schicksal nicht nur in den Händen der Grünen, sondern auch noch in der Linkspartei. Also dann wird dieser Albtraum, in dem er ja so ein Stück weit ist, noch viel größer. Und alles wird noch deutlich schwieriger. Ich denke aber, dass Merz einfach nicht seine Kanzlerschaft und auch diese Koalition beginnen kann, wenn er nicht die Finanzfragen vorher geklärt hat. Was sollen diese Koalitionsverhandlungen denn bringen, wenn man nicht weiß, wie alles finanziert wird? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Hochspannende Zeiten, in denen wir uns befinden. Jürgen, danke, dass du bei uns warst. Danke.